In diesem Video möchte ich mit dir über ein Buch sprechen, ja, mal wieder ein Buch, über Adobe Illustrator. Ja, was soll ich sagen? Illustrator ist ein Biest, ne? Es ist ein unglaublich umfangreiches Programm für Vektordesign und es gehört zur Adobe Suite. Und ja, alleine schon, weil es zur großen Suite gehört, hat das wahrscheinlich nicht jeder. Wer die große Suite bucht, der hat alle Adobe-Programme und das sind mittlerweile, glaube ich, sogar über 40 Stück. Also es ist sehr umfassend und wahrscheinlich kennt keiner wirklich jedes Programm im Detail. Als Grafikdesigner kommt man aber früher oder später mit Illustrator in Kontakt. Ja, Illustrator ist eines dieser klassischen Programme, die Adobe anbietet, um eben im Grafikdesign die Vektorbearbeitung durchzuführen. Und sehr bekannt ist Illustrator eben auch für die Tracing-Funktion. Das heißt, wenn man aus einem Bild einen Vektor erstellen möchte, dann kann Adobe Illustrator das durch Berechnungen tun und wandelt dann eben auch ein Pixelbild in ein Vektorbild um. Gut oder schlecht, lässt sich darüber streiten. Auf jeden Fall, es wird gemacht, es ist gemacht, es ist auch ein Ergebnis da. Von daher würde ich erstmal sagen, ja, macht es ganz gut. Man muss natürlich ein paar Einstellungen vornehmen, aber darüber wollen wir auch heute gar nicht sprechen. Wir wollen über das Buch von der Monika Gause sprechen, ein Handbuch über Illustrator. Ja, und ja, hier oben ich weiß nicht, was das ist, es sieht aus wie ein Krokodil. Das trifft schon ganz gut, ne? Wenn man sich das Buch mal anschaut, es ist unglaublich dick, ja. Also hier kann man sehen, wie dick dieses Buch wirklich ist. Ich sagte mal die Anzahl der Seiten, die dieses Buch hat. Das sind 820. Dann sind wir hier im Index. Ja, so 800 Seiten hat es schon, ne? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer möchte so ein Buch jemals durcharbeiten? Wer möchte jemals wirklich jeden Schnipsel von Illustrator kennen? Ja, ist so eine Frage. Der eine oder andere will es bestimmt und der eine oder andere möchte wahrscheinlich Illustrator auch bis ins Detail beherrschen. Das ist auch keine vergebene Liebesmühe. Das ist ein sehr gutes Programm und ein Programm, was einem wirklich sehr weit bringen kann, wenn man das beherrscht. Deswegen, ja, würde ich sagen, ist lohnenswert. Ob man das jetzt in 820 Seiten machen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Ich kann aber sagen, dieses Buch ist neben der Tatsache, dass es sehr umfassend ist, auch ein sehr gutes Buch. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass es zu jedem Bereich hier wieder Workshops gibt und diese Workshops haben Projektdateien. Diese Projektdateien kann ich mir von der Webseite runterladen, sodass sie zum einen geupdatet werden können. Das ist ja nie verkehrt, ne, wenn mal der eine oder andere Fehler sich eingeschlichen hat. Und zum anderen kann ich so auch immer genau nachvollziehen oder nachmachen, was in dem Buch gemacht wird. Die Frau Gause geht hier einmal auf die Arbeitsumgebung in Illustrator ein, was ja schon eine Sache für sich ist. Ne? Sich da erstmal zurechtzufinden, das ist schon eine Sache für sich. Alleine manche sind hell, manche dunkel. Wie kommt das? Woher kommt das? Und wie stelle ich das hier ein? Geht sie hier sehr detailliert drauf ein. Das finde ich schon mal eine ganz tolle Sache, weil wirklich ausführliche Beschreibung von Illustrator, ja, das ist rar. Ne? Natürlich, du kannst immer auf YouTube gehen und du findest auch eine Menge Tutorials, aber da musst du natürlich auch genau wissen, was du eingibst, ja. Also wenn du jetzt hier Bibliotheken in Illustrator eingibst, dann musst du eben auch wissen, dass du jetzt über die Inhalte der Bibliotheken oder welche da reinkriegst, welche Inhalte, musst du auch wissen, dass du darüber Bescheid wissen willst, ne? Wenn du nicht gerade ein Video findest, was dir wirklich umfassende Informationen eben über diese einzelnen Themen gibt. Deswegen, ja, ich finde so ein Buch toll. Bin ich damit durch? Nein. Du siehst schon, hier ist mein Bändchen drin. Werde ich das hier komplett durcharbeiten? Ich hoffe. Also ich hoffe wirklich, weil es gefällt mir sehr gut, aber es ist eben sehr umfassend. Ne? Das heißt, man muss unglaublich viel Zeit damit verbringen, dieses Buch wirklich durchzuarbeiten. Hinzu kommt natürlich, dass es nicht einfach nur hier der Text ist, sondern der Text noch unterteilt. Dann hier in dem Text sind wieder Bilder an den Rändern, sodass man sich immer nochmal die Bilder und das, was unter den Bildern steht, anschauen muss, damit man das wieder im Text findet und so weiter. Also
es dauert. Ja? Also wenn ich das hier durcharbeite, es dauert. Mein liebster Fall wäre, wenn ich so ein Buch hätte und dazu einen passenden Online-Kurs. Wahrscheinlich mit mal eben 500 Videolektionen, damit das dann wieder passt. Aber dennoch könnte ich mir vorstellen, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel einzeln transformieren habe oder ausrichten und verteilen und ich habe ein Video zum Thema ausrichten und verteilen, wo derjenige in dem Video genau eben auf diese Punkte eingeht, die hier in dem Buch alle vorgestellt werden zum Thema ausrichten und verteilen, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das Buch zum einen sehr viel einfacher lesen könnte, weil ich es einmal erst ansehen kann, verstehen hoffentlich und dann nochmal nachlesen. Finde ich, ist das ein sehr viel effektiveres und vor allen Dingen nachhaltigeres Lernen, als es sich nur durchzulesen. Ja, wir kennen das ja aus der Schule. In der Schule ist es ja genauso, der Lehrer erklärt irgendwas, erklärt einen Aspekt. Ja, meinetwegen, er würde Ausrichten und Verteilen erklären. Ja. Eine Stunde ging es um Ausrichten und Verteilen, das wäre jetzt die Videolektion. Und anschließend würdest du nach Hause gehen und würdest eine Hausaufgabe zum Thema Ausrichten und Verteilen machen. Und das wäre halt in deinem Buch, wo du das Ganze nochmal anschauen und durcharbeiten kannst. Und ja, das wäre für mich der perfekte Aufbau, das perfekte Lernen eines so umfassenden und umfangreichen Programms wie Illustrator. Ist das realistisch? Ich fürchte nicht. Ich glaube nicht, dass sich jemand hinsetzen und wirklich 820 Seiten in Videolektionen umsetzen möchte. Wenn er es denn tun würde, könnte ich mir vorstellen, dass es ein sehr teures Unterfangen wäre, sich das Buch mitsamt dem Online-Kurs zu kaufen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man danach wirklich ein Profi in Sachen Illustrator wäre. Braucht man das? Das ist die andere Frage. Ne? Muss ich wirklich ein Profi sein in Illustrator, wenn ich jetzt Grafikdesigner werden möchte? Sagen wir so, ich bin auch mit dem Grundwissen prima klargekommen bisher. Jetzt ist es so, ich möchte gerne mehr wissen. Ich finde Illustrator unglaublich interessant und deswegen habe ich mich entschieden, dieses Buch zu kaufen und es einfach mal ja, so durchzulesen und durchzuarbeiten. Ne? Ja, wann werde ich das schaffen? Das ist die andere Frage. Also ich glaube nicht, dass ich im nächsten Jahr mein Ziel sein wird, dieses Buch komplett durchzuarbeiten. Wahrscheinlich nicht. Aber das liegt halt einfach daran, weil es noch andere Dinge in meinem Leben gibt, die ich machen muss, als Tutorials in einem umfassenden Handbuch durchzuarbeiten. Wer diesen Luxus hat, sich die Zeit nehmen kann, wirklich so etwas durchzuarbeiten im Detail, dem empfehle ich dieses Buch auf jeden Fall. Was hier nicht drin steht, nee, das brauchst du nun wirklich nicht. Deswegen, ja, super, kann man gut mit lernen. Wie du lernst, musst du selber entscheiden. Brauchst du die Videos oder reicht es dir, wenn du das liest? Das bleibt natürlich dir überlassen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, ja, dann abonniere doch bitte unseren Kanal. Klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.